Hallo, ich bin Heidi. Ich bin der Ego. Wir haben Schloss Hürbel 2013 gekauft und würden es euch gern zeigen. So, jetzt sind wir hier im Foyer von Schloss Hürbel. Sieht jetzt alles toll und schön aus, aber als wir das vor 10 Jahren gekauft haben, für ungefähr 860.000 €, war das wirklich in einem sehr heruntergekommenen, also wirklich verwahrlosten Zustand. Teilweise ist der Knöderich aus den Fenstern rausgewachsen und die Wände waren grün, weil das Wasser runtergelaufen ist und sich Moos gebildet hatte. Jetzt wird sich mancher fragen, ja, sind die verrückt, weil wir haben dann 860.000 € hatten wir für das Ganze bezahlt. Das war natürlich viel zu teuer. Aber das war wirklich, also das können wir wirklich so sagen, das war so eine Herzensangelegenheit von uns. Das war hier ein Waisenhaus, betrieben von Nonnen. Und hinter dieser Türe hier haben die Nonnen die Gäste empfangen. Und ihr dürft hier mal reinschauen. Das sah natürlich früher ganz anders aus. Heute ist es hier eine Wohnung von einer alten Dame, weil wir haben ja hier im Schloss auch Mietwohnungen. Ja? Und hier, hinter dieser Tür, befindet sich die Lourdesgrotte. Die wird jetzt als Musikzimmer und als Klangschalenraum genutzt. Früher haben die Nonnen hier Lourdeswasser verkauft. Die Leute sind hierher gekommen, haben gebetet, wenn sie irgendwelche Gebrechen hatten und erhofften sich jetzt auch, das ist ja auch die Geschichte hinter dem Lourdeswasser, wenn sie das trinken, dass sie gesunden. Ich zeige euch jetzt mal den praktischen Raum von Schloss Hürbel. Das war früher der Eingang zum Kindergarten und daraus ist jetzt geworden der praktischste Raum, nämlich unser Wandschrank. Also ich finde ihn sehr toll, die Heidi ist immer nicht so davon begeistert, weil ich sage immer, du schmeißt da alles rein, machst die Tür zu, ist immer super aufgeräumt und deswegen ist es der praktischste Raum. So, nachdem wir jetzt den praktischsten Raum gesehen haben, zeigen wir euch jetzt mal den atmosphärisch schönsten Raum von Schloss Hürbel. Das ist jetzt wirklich so. Das ist die kleinste Tür, die wir hier im Schloss haben. Aber ich sage immer, es eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Kommt mit. Das ist nämlich unsere Schlossküche. Diesen Absatz, den ihr hier seht, das ist alles Wandheizung. Deswegen ist es wirklich im Winter ein super warmer Raum. Also wir fühlen uns da wirklich sehr wohl. Wir sitzen ja, wenn wir Freunde oder unsere Kinder da sind und Bekannte da sind, sitzen wir eigentlich mit denen nur in der Küche. Das Zentrale ist natürlich, von der Küche ist dieser Herd, der ist so aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und das Besondere ist dabei, dass der so einen Unterflurkamin hat. Das heißt, das wird hier betrieben, hier wird wie ein Lagerfeuer angebrannt und der Rauch, der steigt dann ein bisschen zu hoch, wird nach unten weggesogen und der Kamin verläuft ja hier unten im Fußboden, deswegen muss man das auch mit Metall ausführen. Und das ist hier ein Warmhalteofen für das Essen für die Kinder. Die Klosterschwestern haben da praktisch Bleche reingeschoben und die Kinder konnten dann vom Nebenhaus drüben konnten dann das Essen hier abholen. In meinem ersten Leben war ich Zahnärztin, über 40 Jahre. Und das war ein sogenannter stummer Assistent. Das heißt, dann hat man das hier aufgemacht und dann hat die Schwester, hat man damals noch gesagt, hat dann die Füllmaterialien angerufen. Und heute ist das hier unsere Kaffeebar.
Jetzt geht es hoch zu unseren Privaträumen über diese Treppe, die ist etwa 300 Jahre alt. Die haben wir nur mit Stahlwolle abgerieben und eingeölt, ansonsten ist die im Originalzustand. Wir sind hier fast im 2. Stockwerk. Hier haben sie so Schutzgeister angebracht, eben um zu verhindern, dass böse Leute hier hochkommen. Okay, bis jetzt hat es ja auch was genutzt, also es waren noch keine bösen Leute hier. Der Förderverein von uns organisieren die Konzerte. Hier im Foyer kommen immer 80, 100 Leute um die Weihnachtszeit speziell. Da sind wir natürlich sehr dankbar, weil wir wollten auch immer, dass das Schloss für die Bevölkerung geöffnet ist, für die Leute geöffnet ist. Was hier ganz wertvoll ist und ganz außergewöhnlich, das ist diese Stuckdecke. Die ist ja nämlich von Anton Feuchtmayer von 1727, also fast 300 Jahre alt. Und jetzt zeige ich euch unser Wohnzimmer. Oder auch genannt der rote Salon. Ihr seht, hier oben sind Tapeten. Dieser Fries ist Tapete und die Decke ist gemalt. Das wurde auch restauriert, wobei das insgesamt sehr gut erhalten war. Wir lieben moderne Möbel und gerade, ich meine, das Schloss ist 500 Jahre alt und wir lieben diese Spannung zwischen alt und modern. Diese kleine Truhe ist mein besonderes Lieblingsstück. Die ist versilbert, handgemalt von einem italienischen Künstler und Karl Lagerfeld hatte die gleiche. Und weil es mir so gut gefallen hat, habe ich auch noch diese Lampe gekauft vor einigen Jahren. Das ist die Grande Dame. Auch versilbert und gemalt, alles Handarbeit. Passend zum roten Salon gibt es hier auch einen roten Ofen, einen Jugendstilofen. Wir haben auch noch grüne und blaue Salons und immer dazu passend gibt es die Öfen. Und jetzt führe ich euch in die heiligen Hallen. Das hier ist der sogenannte grüne Salon. Das ist mein Reich und gleichzeitig auch mein Arbeitszimmer. Das Besondere im Schloss Hürbel sind diese Tapeten. Die sind von 1785, also circa 250 Jahre alt und haben einen Wert von 3 bis 4 Millionen. Diese Tapeten wurden über 2 Jahre komplett restauriert. Ihr müsst euch das vorstellen, die Tapeten hatten hier unten so einen Bauch. Das heißt, die waren auch feucht und verstockt. Und das wurde ein komplettes Jahr lang restauriert. Diese Muster sind einzigartig auf der ganzen Welt und sind sehr, sehr gut erhalten. Ja, das ist natürlich ganz was anderes hier als in einer modernen Wohnung, wo man Bilder aufhängt. Hier ist es vorgegeben. Wir finden es einfach schön und es ist einzigartig und wir sind stolz und glücklich, dass wir das so erhalten konnten. So, jetzt gehen wir in den blauen Salon, unser Arbeitszimmer. Hier haben wir auch diese Revillard-Tapeten, halt ein anderes Muster, das sind mehr so diese männlichen Motive. Die wurden eben auch restauriert, im gleichen Maße wie drüben. Da haben wir also Glück gehabt, da gab es ein Sonderprogramm vom Denkmalamt und dann haben wir 80% Zuschuss auf die Restaurierungskosten, mussten aber immerhin auch noch 60.000 € muss man auch noch selber drauf zahlen. Jetzt haben wir hier den
Fußboden, der auch 300 Jahre alt ist. So Parkett, die Riegel sind aus Eichenholz, die Einsätze hier aus Fichtenholz. Die haben wir auch nur mit Stahlwolle abgerieben, mit Terpentin abgewaschen, abgedampft und mit so einem ganz tollen Öl haben wir das eingelassen. Ansonsten sind die original etwa 300 Jahre so erhalten geblieben. Das ist auch ganz toll. Das war hier das eigentlich immer das Arbeitszimmer, ist auch jetzt unser Büro. Zu Klosterzeiten war hier die Schwester Oberin. Für mich ist es halt interessant, ich war ja 42 Jahre bei der Polizei, zuletzt bei der Kripo, bei der Spurensicherung, und da geht es ja immer alles so viel Bürokratie und so. Und ich habe halt immer gesagt, ich will nach der Polizei will ich mal was Gescheites machen, was zum Anfassen, und deswegen kommt mir das mit dem Schloss super entgegen. Also ich arbeite jetzt so 12, okay, manchmal 14 Stunden am Tag. Aber das macht halt unheimlich Spaß, weil es immer was Neues ist und immer was anderes und ständig irgendwie eine Überraschung gibt, weil da wieder ein Loch ist oder da passt was nicht. Hier haben wir keinen Schrank, sondern den Speiseaufzug. Zu Kinderheimszeiten wurden da die Speisen von der Küche hoch ins Refektorium gezogen. Heidi, machst du mal auf? Ja. Den früheren Speisesaal haben wir jetzt umgewidmet. Das ist jetzt ein Trausaal. Hier kann man sich bei der Gemeinde anmelden für eine Trauung. Und dann kommt der Standesbeamte und vollzieht hier die Trauung. Sowohl das Trauzimmer hier, als auch unsere Ferienwohnungen, als auch die festen Wohnungen, die wir vermieten. Das sind natürlich alles Einnahmequellen für uns, die wir brauchen, um dieses ganze Anwesen zu unterhalten. So, jetzt stehen wir vor der Napoleon-Suite, eine unserer 3 Ferienwohnungen. In diesem Raum hat nach den Überlieferungen Napoleon Bonaparte übernachtet, als er den Russlandfeldzug gemacht hat. Ich bin Rosenliebhaber. Und ich pflege sie. Also das ist hier unser Rosengarten. Der wurde komplett neu angelegt. Hier stand früher eine riesengroße Baumgruppe mit solchen Bäumen. Die haben uns aber die Fassade und das Dach kaputt gemacht, sodass wir die leider fällen lassen mussten. Die waren auch schon innen faul. Und dann mussten wir natürlich das ganze Areal neu anlegen. Ich würde es sofort wieder machen, aber ich muss, oder für uns beide spreche ich da wahrscheinlich, also ich muss wirklich sagen, wir haben damals so im wahrsten Sinne des Wortes wirklich auch den Arsch in der Hose gehabt, weil also das muss man erst mal machen. Wir haben ja das Schloss gekauft und wussten nicht mal, wie wir es bezahlen sollten. Das war ja der Punkt. Aber es hat top funktioniert. Die haben uns ja alle bescheinigt, dass wir ein bisschen verrückt sind. Aber sowas kann man auch nur machen, wenn man ein bisschen verrückt ist. Genau. Das war unsere Roomtour durch Schloss Hürgel. Kommt doch einfach mal vorbei für eine Führung. Wenn ihr noch mehr Häuser, interessante Häuser sehen wollt, abonniert einfach unseren Kanal oder klickt hier. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.